Die neuen Carbonräder von Husqvarna sind eingetroffen. Sind das schon 24er Modelle eigentlich? 23, 24. So, Majid Bar, grüß dich. Servus Sven, schön, dass du wieder da bist. Ja, Sonntag, 7. Mai 2023. Wir gucken uns heute mal verschiedene Preisklassen an. Denn es gibt diese Carbonrahmen, das ist erstmalig, baut Husqvarna Carbonrahmen in verschiedenen Preisklassen. Genau. Carbon ist neu, der Rahmen wurde entwickelt. 2022 wurde es vorgestellt, es hat fast ein Jahr gedauert, bis es geliefert wurde. Alles ist neu. Es fängt schon mit dem Akkuhalter an bis zum Akku, Rahmen, Schwinge. Alles ist bei Husqvarna neu. Deswegen hat es auch gedauert, diese Plattform auf den Markt zu bringen. In Zukunft kommen hier natürlich auch Zubehörteile. Man kann das Ding abmachen, man kann Sachen dran machen. Und vom Aussehen her hast du vorhin bei einem anderen Video gesagt, es sieht echt anders aus. Ne? Das ist jetzt Hochglanz lackiert, Genau. Das andere war matt. Das ist schmutzig, weil die in der Verpackung waren. Das ist kein Kratzer. Gerade ist gekommen. Das sieht man eh nicht. Hättest du es nicht erwähnt. Ja. Akku 700 Wattstunden, ist sehr lang. Man kann ihn unten entnehmen. Zeig mal bitte. Da wird eine Schraube. Genau. Wir machen hier die Schraube auf. Man kann ich den hier entnehmen. Ich kann ihn auch direkt hier laden. So, und da ist die Ladebuchse. Da sieht man es. Und das Besondere hier, Kannst du hier auch rausholen. kannst du rausnehmen. Aber ich lasse es jetzt. Das Besondere an dem System ist, alles ist dann nochmal spritzwassergeschützt, schmutzgeschützt. Ist das Fahrrad für einen harten Einsatz geeignet? Ist es, ja. Bikepark? Bikepark natürlich, MC und natürlich auch die HC-Reihe. Das ist auch so gemacht, dass das Wasser hier auch runterfließen kann ohne Probleme. Du siehst es hier oben, das sind jetzt Lufteinlässe, damit der Akku schön gekühlt ist. Also von hier oben kommt Luft rein, kühlt den Akku, weil Carbon ja nicht leitet. Und dann unten kommt die warme Luft wieder raus. Sollte da Regen reingehen, kein Problem. Dann kommt es unten auch wieder raus. So. Motor, den können wir auch gerne zeigen. Der wurde extra so hingelegt, damit man diese Geometrie hinkriegt mit dem Reachlänge etc. Wurde einmal gedreht, weil der Akku ist ja extrem lang. Und dann hast du erstmal mehr Bodenfreiheit. Und zweitens, das ist alles gewollt, damit der Motor aktiv gekühlt wird. Du meinst, dass er jetzt offen ist an den Seiten? Genau, der verliert erstmal die Wärme schneller ab an die Luft. Und wenn da hier windig ist, dann kommt auch Luft, der die warme Luft zwischen den Schleusen wieder wegnimmt. Das haben die jetzt auch im Labor getestet. 2 Magazine, 20% mehr Leistung wie baugleiche Fahrräder, wo der Motor komplett eingekapselt ist. So, Shimano 85 Newtonmeter, sehr leise, sehr leise. Ich fahre ja gerade ein sehr natürliches Fahrgefühl. Du kannst ihn runter in 2 Modus auf 75 Newtonmeter zum Beispiel schalten, grundsätzlich zum Anschlag. Die 85 Newtonmeter fühlen sich eher an wie 75, aber jetzt kommt eine Besonderheit. Wenn du trittst und viel Leistung abverlangst, dann habe ich das Gefühl, er bringt sogar noch mehr. Es ist aber nicht so, dass du nichts machen musst, sondern du musst immer ein bisschen was tun. Dann gibt er was zurück und wie du schon gesagt hast, 2 individuelle Modis sind auch einstellbar. Du kannst aus dem Motor mehr rausholen. Ja, ich fahre ihn grundsätzlich auf Eco, bis in ganz seltenen Fällen. Und die Besonderheit ist auch hier, das ist meine Erfahrung, also vielleicht haben andere, du trittst in Eco richtig rein und der Motor gibt dir auf einmal trotz Eco kurzfristig noch ein bisschen mehr. Genau. So wie du hast perfekt erwähnt. DB8, auch das. Eine neue Bremse. Optik ist aber wie... SRAM-Code SC, das ist das Chassis, das Gehäuse von einem SRAM-Code SC. Ich wollte gerade sagen, weil die kenne ich ja, die SRAM. Gleiche Größe, verliert die Wärme richtig schön ab, damit du auch die Bremskraft hast. Neuigkeit ist, dass es ein Mineralöl-basiert ist. SRAM hat ja immer Dottflüssigkeit gehabt, die Amis waren immer Autostandard. Auto hat ja auch Dottflüssigkeit. Da hat sich ja Wasser mit Öl gemischt und deswegen muss es jedes Jahr oder alle 2 Jahre wechseln. Hier wechselst du es erst, wenn du da wirklich Feuchtigkeit reinbekommst, bzw. Luft reinbekommst. So, es gibt ja noch einen großen Bruder, XTR-Schaltung. Hier haben wir eine SRAM. SRAM GX 12-fach. Was ist GX? Wo ist die einzuordnen? DO? Eine Diore bis XT. Weil SRAM hat ein bisschen mehr Schaltung als, sagen wir mal, Shimano. SX gibt es im Aftermarket nicht zu kaufen, das gibt es nur für Hersteller. NX, da kommt GX und dann X01 und XX1. Und dann kommt die AXS, das ist die Funk. So, Husqvarna, ist das wirklich die gleiche Firma, die auch die Rasenmäher baut? Das heißt also vom Branding her? Das ist die gleiche Firma, die KTM-Motorräder macht. KTM-Motorrad oder Husqvarna-Motorrad kennt ihr. Pira Group ist auch eine Aktiengesellschaft. Die machen halt auch die Motoren.
beziehungsweise die E-Bikes von Raymond und Husqvarna. Die werden alle in Europa zusammengebaut mittlerweile. In Bulgarien haben die jetzt ein eigenes Werk gebaut für mehrere Millionen Euro und deswegen sind die einfach auch jetzt seit neuem viel lieferfähiger. Oh. Ein Vorteil noch, bei Husqvarna sind die ganzen Schwingen gleich, jetzt bei HC oder MC. Das hat den Vorteil, dass der Ersatzmarkt einfach in 10 Jahren, 5 Jahren, Gott weiß wie viele Jahren, viel besser ist, weil man hat ein Bauteil für mehrere hundert Fahrradmodelle in Zukunft. So, erwähnenswert, die Gabeln. RockShox Gold 35, eine Dämpfer? auch RockShox. Funktioniert. Der meistverbaute Dämpfer jetzt bei E-Bikes ist einfach zuverlässig. Luft, immer. Vorne und hinten. Jetzt ist der Preiseinstieg eigentlich. Ja, man sieht natürlich, dass das ein Luftdämpfer ist, aber nur mal kurz zur Erläuterung. Es gibt ja auch Stahlfedern, die haben wir jetzt gerade eben gefilmt, die wir gezeigt haben. Dann gibt es Elastomere, tatsächlich auch im E-Bike-Bereich aus China, habe ich gesehen, dämpfen auch, Ja, aber tun halt irgendwas. Aber funktioniert, also wird gedämpft. Aber hier kannst du... Der Pro 35er Gold ist ja so einfach ausgereift, oder hier der Super Deluxe Dämpfer. Da kannst du genau abstimmen. Der meistverbreiteste Dämpfer. Ich weiß nicht, wie viel, 100.000 Mal, vielleicht auch millionenfach der gebaut wird. Der ist zuverlässig, funktioniert und ist auch immer wieder reparierbar. Du musst es jetzt nicht wie eine China-Gabel wegschmeißen. Du kannst aber zu RockShox gehen. Jede Dichtung kriegst du auch in 10, 20 Jahren nach. Und Gabelservice machen die auch. Wie du schon sagst, auch wenn du jetzt ein Standrohr kaputt fährst, kriegst du immer Ersatzteile. Da musst du die komplette Gabel tauschen. Das ist wichtig. Der Shifter ist EMTB-ready. Haben viele gefragt, ich mach's jetzt, darf man zwar nicht. Du hast gesehen, nur Eingangskammer schalten. Früher ging ja 3 Gänge. Was ist passiert? Am Berg haben die Leute 3 Gänge geschaltet im Turbomodus. Die Kette hat 85 Newtonmeter bekommen. Zack, war sie weg. Gerissen. Und jetzt Ja, schon passiert. und schont halt die Kette und natürlich auch die Schaltung. So, EMTB ready. Das heißt, alles aufeinander abgestimmt. Gut, du kannst liefern. Du hast alle Rahmengrößen da. 4 Rahmengrößen, Husqvarna-Aktion bis 31. Mai auf die ganzen 23er Treckenräder, Mountainbikes, alles. Wir werden ja 100 Jahre alt, gibt es 10%, aber auch die 0% Finanzierung. Kannst du die Scheibe zeigen, wenn du willst. Da steht's dick und fett und grob. Wo denn? Wo? Achso, da, die 0% Finanzierung. So, bis 31. Mai 0% bedeutet auch keine Gebühren, nix. Ich teile einfach durch 36, fertig. Genau. So, deswegen müssen wir auch keine Zinsen hinschreiben, es gibt nämlich keine. Nö. Da ist es 10% und 0%. Solange der Vorrat reicht, wir haben nicht so viel von den Rädern, von denen habe ich vielleicht 20 Stück, das ist nicht viel. Vor allem jetzt wird es ja auch warm. Sollte der Vorrat dann. Jetzt geht's heute. Heute ist das erste Mal so richtig T-Shirt-Wetter. Wo du dann eigentlich kurz Hose jetzt anziehen kannst. Wochen, also bei euch hat es viel geregnet. Es hat geregnet. Deutschlandweit, es hat einfach zu viel geregnet. Es war auch kalt, aber mittlerweile geht's. Da geht's. So, wir sind bei Frühling kann kommen. Der Sommer kann eigentlich jetzt schon kommen. 100 Jahre Switchbike Bornemann, EP8 mit drin, starker Motor. Wie viele Jahre German Television? 10? 8? German Television, also wenn man den Kanal sieht, ja, 10, fast. Ja. Ja, nicht ganz, aber so plus minus. Müssten so an die 10 Jahre. Also nicht German Television gibt es, glaube ich, seit 3 oder 4 Jahren, aber vorher ja, genau. So, dann vielen Dank. Bis dir, zum nächsten Mal. Du bist in Gießen? Video. Genau, in der Katharinengasse 14. www.switchbike.de 0641 34393. Einfach bei uns auf der Website, wenn ihr das Fahrrad haben wollt. Deutschlandweit, aber auch europaweiter Versand. Kein Problem. Uns einfach eine E-Mail schreiben und wir kümmern uns um den Rest. Und das Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Der Sven ist demnächst da. Ihr entscheidet, was wir drehen. Und abonniert German Television. Abonniert German Television. So, und das zeigen wir jetzt. 7.799 €. Das ist das Husqvarna Mountain Cross. Der Fünfer. Der 6 haben wir gesehen. Das ist der größere Bruder wie das Vierer. Also das steht in der Mitte. Das steht in der Mitte. Schöne Farbe, gelungene Farbe. Machen wir gleich. Zeigen. Ja. Tschüss. Tschüss.